Kurze, kompakte Reisemobile, voll integriert, unter 7 Meter. Ja, das ist die Aufgabe und wir werden gleich mal erfahren, A, ist er unter 7 Meter? Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, könnte sein, aber ich muss nochmal nachgucken. Also heißt i338 Edition 15 von Carrado und hat natürlich das neue Carrado-Logo schon drauf. Voll integriert heißt, dass ja wirklich man von dem eigentlichen Fahrzeug, was drunter ist, nämlich in dem Fall mit größter Wahrscheinlichkeit ein Fiat Ducato, nicht so viel sehen kann, sondern das Ganze ist voll integriert in einem aus einem Guss. Die Seitenwände aus Aluminium und das Dach können wir uns gleich mal angucken. Das werde ich mal begutachten. Sieht aus wie GFK, könnte GFK sein, aber das lieben viele Leute. Voll integrierte Fahrzeuge für kleines Geld. Hier in dem Fall 84.532 €. Als voll integrierter, so ein richtiger schöner Liner. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich könnte es ja einfach ablesen, aber die Länge, die hatte ich jetzt nicht gefunden. Aber so vom Schätzen her würde ich sagen, der ist so 6,99. Ja, ich gucke nach. i338 Edition 15, das ist das Heck. Ihr könnt schon das neue Heck begutachten von Carrado, denn ich habe das Glück, ich habe hier einen Prototypen stehen, habe ich ein eigenes Video von gemacht und das ist die Modellvariante 2014 und das neue Heck wird so aussehen. Ob es dann beim vollintegrierten auch so kommt, mit größter Wahrscheinlichkeit wird es so kommen. Das ist das neue Carrado-Heck, so sieht es komplett aus und das sind die neuen Carrado-Leuchten, die kommen. Also da wird man das sehen, aber das erst nächstes Jahr, das Modell 2024. Weltpremiere steht hier. Jetzt geht es um den voll integrierten. Vorne hat er ja schon ein Update bekommen, aber letztendlich so viel wird sich ja nicht ändern, denn die Aufbauweise mit Seitenwänden, allen drum und dran, das wird auch in Zukunft gleich bleiben. Und bisher mein Informationsstand war immer Carrado Made in Germany, Teil der Hymer-Gruppe. Also hohe Verarbeitungsqualität und viel Wohnmobil fürs Geld und auch relativ gute Wiederverkaufswerte. Fahrzeuge sind sehr gefragt. Hier in dem Fall sogar mit Doppelshutter-Kamera. Das sieht man hier oben drin. Wir haben Dometic-Sitzfenster. Die sind also flächig, bündig mit der Außenwand nahezu bündig. Sie haben natürlich noch einen kleinen Rahmen mit drin, aber der Rest guckt nicht raus. Das können wir uns gleich mal angucken. Das ist das Heck. Modellvariante 2023. Naja, die Scheinwerfer sind ein bisschen anders. Der Rest ist eigentlich ähnlich. Ja, die Wohnwelt, es wird neue Wohnwelten geben, aber auch die hier finde ich recht schick. Könnt ihr mal reinschauen hier in den Kofferraum. Das ist ein sehr breiter Kofferraum für Roller. Alles, was das Herz begehrt. Aber auch hier bitte Zuladung achten. Denkt dran, es gibt eine neue Gesetzesnovelle. In der EU beschlossen, 4,25 Tonnen für Wohnmobile wird wohl irgendwann mal jetzt in nationales deutsches Recht und französisches und österreichisches und so weiter umgesetzt. So lange müsst ihr noch warten und dann könnt ihr laut dieser Novelle, ich habe mal den Entwurf gelesen, bis zu 4,25 Tonnen fahren mit einem B-Führerschein, wenn ihr den mindestens 2 Jahre lang habt. Und das Ganze gilt für Elektrofahrzeuge und Wohnmobile. Das hatte ich also jetzt zuletzt gesehen. Ob das so stimmt, müsst ihr euch nochmal schlau machen. Ich hatte das so interpretiert, dass es für Wohnmobile, also Wohnmobile stand zumindest drin. Ihr könnt es ja mal googeln. Dann, ja, Faltverdunklung, Fahrerhaus, also jede Menge Zubehör mit drin, Dieseltank 90 Liter. Und ja, Paketsattanlage und. Wie er hier steht, 84.532 €. Und er heißt i338 Edition 15. Stoffwelt ist Nebula Grau. Längsbetten kann ich sehen, da ist ein Hubbett mit drin, ein Querbett. Und hinten haben wir Einzellängsbetten. 140 PS, Fiat Ducato, also da lag ich gar nicht falsch. Die Aufbautür, die ist auch ordentlich. Mit Fenster und Verdunklung natürlich, dass wenn die Tür offen ist, und ihr habt es gesehen, die arretiert auch, falls der Wind mal kommt, ist die hier unten in so einer Halterung mit drin, dass ich also ein gewisses Drehmoment dann brauche, damit das Ganze geöffnet wird. Und großer Griff noch mit drin und
Fliegenschutz. Wir blicken mal rein. Standardgrundriss, so viel kann ich euch sagen. Und im Messebetrieb, da laufen natürlich sehr viele Leute durch und da trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Wir können das gleich mal gucken. So Kleinigkeiten sind es immer, wo die Hersteller dann auch ziemlich begeistert sind und dann auch sagen, naja, da kann man schon sehen, wenn also Sachen ganz oft geöffnet wird, geschlossen wird, da kann auch schon mal was kaputt gehen, passiert. Und wenn ihr sowas seht, seid nicht böse. Hier sind bestimmt schon 30.000, 40.000 Leute durchgelaufen und da sieht man, was hält und was nicht hält, ja. Agouti-Sitze sind hier verbaut und das ist natürlich auch eine Besonderheit. Ich habe also hier richtig hochwertige Sitze mit drin aus dem LKW-Bereich und die natürlich dafür sorgen, dass ich die von der Höhe her, von der Länge her, ich habe eine große Beinauflage, also Top-Sitze mit Captain Chair, mit jeweils Auflagen hier mit drin. Also da hat Carrado keinen Cent gespart, richtig toll. Der Fiat Ducato 8 mit Multifunktionslenkrad, Leder bezogen. Hier sieht man den Anbau der Vollintegration, also an der Stelle fängt der Teil von Carrado an. Das ist alles Original Fiat. Der Anbau ist gut gemacht. Die Farbe nahezu identisch. Das Fiat ist ein bisschen matter, aber so stelle ich mir vor, so muss das gemacht werden. Ja, die Fahrerhausverdunklung, die ist vorne drin. Da sieht man sie an der Seite, ist es schon ein bisschen draußen. Die wird einfach zu dir gezogen. So sieht das Ganze aus. Jetzt zieht man einfach dran, dann geht die Verdunklung auf. Also total easy. Und so kann ich dann abends diese Riesenscheibe einfach verdunkeln. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich Richtung Süden fahre, die Sonne steht tief oder ich bin zu Hause, dann kann ich hier effektiv die Sonnenblende einsetzen. Hier habe ich noch sehr viel Platz an der Seite. Hier hat der Beifahrer zum Beispiel Staumöglichkeiten für irgendwelche Sachen. Große Flaschen finden hier unten drin Platz. Also da kann man ganze Wasserflaschen reinmachen, in der Mitte auch. Also ein richtiges Reisefahrzeug hier mit drin. 6-Gang Schaltgetriebe und auch die 140 PS, die haben Drehmoment. Also wir haben hier ein Nutzfahrzeug, eine extra Fahrerhaustür mit elektrischem Fenster eingebaut und einer Sitzgruppe hier mit Isofix, die ist hier montiert, und einem Tisch, der in dem Fall höhenverstellbar ist. Und ja, man kann also aus diesem Tisch auch nochmal ein kleines Notbett bauen, das ist möglich. Also Sitzgruppe hier, das Ganze ist ergonomisch auch unten dicker wie oben, sodass ich also nicht ganz aufrecht hier sitze. Also aus der Erfahrung her, man sitzt hier wirklich ganz gut. Also als Mitreisender. 4 Personen haben wir hier, 4 Gurtplätze hier in dem Fall und hier das Schaut-Bedienteil LT100, der absolute Klassiker, üblicherweise unterm Fahrersitz verbaut oder irgendwo anders. Die Truma Kombi mit dem manuellen Bedienteil. Auch das könnte man tauschen, braucht man aber nicht, weil das funktioniert vom ersten bis zum letzten Tag. Hat eine Einstellmöglichkeit Temperatur 1 bis 5. Hier sieht man das Gefrierfach. Wir haben einen AES-Kühlschrank hier mit drin, bedeutet Gas 12 Volt und 230 Volt, sogar mit automatischer Umschaltung. Heute Industriestandard im Wohnmobilbau vom Hersteller Tedford. So viele Hersteller gibt es ja nicht. Dometic, Tedford und der ein oder andere tummelt sich dann dran, aber die vielen Wohnmobilhersteller, die machen da wenig Experimente. Man möchte Sachen haben, die natürlich weltweit auch benutzt werden und so funktionieren. Hier sieht man das Navigationssystem, was hier eingebaut ist. In dem Fall ein XF 270 ist hier mit drin. Und Xcent, wirklich ein Hersteller, der tolle Navigationssysteme baut. Das Ganze auf Android-Basis. Und ja, der Vorteil ist, ich kann auch die Höhen eingeben, ich kann auch eigene Apps laufen lassen und gerade das Thema Höhe und Breite, ganz wichtig, und Tonnage, die gebe ich ins Navigationssystem ein und habe dann meine Route optimiert für die Dimensionen meines Fahrzeuges. Spülbecken, richtiger Wasserhahn mit drin. Also all das, was man zu Hause hat, habe ich hier auch. Ich habe einen Gaskocher hier mit drin mit 3 Feldern und ja, das Ganze ist wirklich, man kann leben in so einem Fahrzeug wirklich hier gerade im vollintegrierten in Spanien 3, 6 Monate, das geht. Also wenn man sich ein bisschen zusammenreißt und man sollte allerdings vorher, mein Tipp mal, für 4 Wochen sich mal so ein Fahrzeug einfach mieten. Das kann man auch hier im Freistaat machen und bei vielen anderen auch. Um da mal rauszukriegen, nicht passt das Fahrzeug, sondern bin ich denn kompatibel mit dem Thema Camping? Probiert's lieber aus. Denn ist nicht jedermanns Sache. Also man ist ja doch sehr, sehr
auf engem Raum zusammen. Das ist es oft gar nicht. Man ist oft mit anderen Leuten zusammen. Oft ist es so, dass der Partner vielleicht gar nicht möchte. Er möchte, dass man endlich mal Zeit hat füreinander. Aber es soll ja auch da sehr gesellige Leute geben, die sagen, hey, das ist kein Problem. Ich unterhalte mich stundenlang mit den Nachbarn. Gib die und die. So, wir gucken hier mal rein. Also, Ablagefach. Hier würde ich meine Kaffeemaschine hinstellen, eindeutig. Das ist der Platz, denn hier drunter ist die Kaffeemaschine, drüber ist ein 230 Volt Anschluss. Das sind die Längsbetten. Hier schlafe ich wie zu Hause. Auch ein Liegekomfort, dicke Matratzen mit drin. Nicht wundern, die in der Mitte sind noch dicker, denn hier fehlt das Lattenrost. Das ist hier mit drin. Also den optimalen Schlafkomfort habe ich links und rechts. In der Mitte kann ich aus diesem Bett eine große Liegewiese machen. Ich kann aber auch beide Polster rausnehmen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auch noch was abzustellen, wenn ich abends liege. Oben habe ich keine Schränke. Die würden den Raum auch nochmal unglaublich verkleinern, sondern ich habe nur Ablagefächer. Das ist gut so. 2 Leselampen, linke und rechte Seite, jede Menge Oberschränke und Gardinenflächen. Das ist auch der moderne Trend. Hinten so ein bisschen wie im Hotel, Hotelcharakter, Mikrofaser und Stoff. Da wird das Ganze nochmal wiederholt. Das ist im Kopfbereich, wenn ich dann liege. Das Auge soll ja auch ein bisschen was mit haben. Außerdem braucht man eine Fläche für die indirekte Beleuchtung. Das sieht man hier. Das kleine Kabel, was da übrigens rausguckt, da ist so ein ganz kleiner schwarzer Punkt dort hinten. Das ist die Rückfahrkamera-Vorbereitung. Und die liegt im Regelfall schon drin, wenn die Rückfahrkamera nicht schon montiert ist. Also nicht wundern, nicht abschneiden. Das Kabel braucht ihr später mal. Hier unten ist der Sicherungskasten 230 Volt. Und jede Menge Stauraum nochmal unterm Bett. Da muss ich allerdings krabbeln. Hochheben kann ich hier nichts. Also hier nochmal eine Stange mit drin. Ich gucke mal gerade. Ja, da oben ist eine kleine Kleiderstange mit drin. Hier habe ich viel Stauraum. Drunter ist der Radkasten übrigens. Und auch hier nochmal, ich weiß nicht, ob ich das schon geöffnet hatte. Ja, hatte ich schon geöffnet. Viel Platz. Das ist der Blick nochmal in den Raum rein. So sieht das Ganze aus vom Bettbereich. Und wenn man also ganz nach hinten geht, dann erschließt sich natürlich dieser riesige Raum unglaublich. Und ich habe also dann nicht das Gefühl, ich bin hier in einem kleinen Reisemobil, sondern als wäre ich in meinem persönlichen schicken Apartment irgendwo in der Schweiz oder wo auch ich gerade auf dem Stellplatz bin. Das, ja, spannend. Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rein, gucken uns hier auch nochmal den Schwenkbadbereich an. Der ist hier oben drin. Und das Ganze wird einfach hier entriegelt. Dann kommt das Bad einfach zu mir. Es gibt natürlich auch ein Licht. Das kann ich hier oben anmachen. Nicht suchen, es ist unterm Waschbecken. Ich musste jahrelang suchen, bis ich es gefunden hatte. Teilweise auch schon modifiziert, der Lichtstandort. Und ja, hier sieht man das Ganze mit Lattenrost unten drin. Sehr einfach zugänglich, also eine dedizierte Dusche. Und wenn ich dann die nicht mehr brauche, dann mache ich das einfach zurück. Carado ist auch der Weltmeister in Stauraum im Badezimmer. Auch hier 1, 2, 3, 4 Fächer, bis zu 6 Stück habe ich schon gesehen. Hier 2 Haken für meine Bademäntel. Der Bademantel wird hier nicht drunter passen, aber die Handtücher, die wir hier reinmachen können. Und eine große Kassettentoilette. Das ist übrigens dann nochmal die Möglichkeit, also das hier kann ich öffnen und wenn ich dann dusche, damit nichts nass wird, kann ich das dann ausfalten, wenn ich innen bin und braucht deswegen auch keinen Duschvorhang. Voll integrierter Made in Germany Carado, eine Tochter aus dem Hümer-Konzern. Ich finde es cool, viel Wohnmobil fürs Geld, optimal. Nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene, die sagen, hey, ich brauche keine 200.000 Euro auszugeben, mir langt, ich sag mal, ein voll integrierter für gutes Geld, habt ihr bestimmt die nächsten 8 bis 10 Jahre viel Freude. Und sie haben einen sehr guten Wiederverkaufswert, weil man vorne natürlich auch nicht das jeweilige Modell sieht. Also sie wirken länger aktuell, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Abonniert German Television. Drückt auf die Abo-Taste bei YouTube. Dann freue ich mich natürlich in Frankreich wie verrückt. Und ja, für euch ist es kostenlos. Für mich bedeutet es wirklich viel, denn bei fast 9 Millionen Zuschauern in 3 Monaten haben wir sage und schreibe nur 340.000 Abonnenten. Da geht bestimmt was und ihr könnt mir helfen.
Tschüss.